Heute zeige ich Ihnen einen kleinen, ganz unscheinbaren Fund. Der Fund ist römisch und es handelt sich hier um einen Import ins freie Germanien, in die Germania Libera. Der Import dürfte so aus dem 3., 4. Jahrhundert nach Christus sein, vielleicht auch noch aus dem späten 2. Jahrhundert. Und es handelt sich hier um einen römischen Fingerring, bei dem der Ringkörper selbst abgebrochen ist, bei dem aber das Ringbild mit einem schönen Stein erhalten ist. Es handelt sich hier um einen Silberring mit einer etwas einfachen Fassung und einem Onyx, einem Stein, der aus den Rändern des Römischen Reiches kommt, etwa aus Armenien oder aus Indien oder aus Arabien. Und in diesen Stein, der flach geschliffen ist eine Figur eingeschnitten, eine Figur, die in ihrer Rechten einen Stab hält und in ihrer Linken ein Blitzbündel und zu dessen Füßen, wenn man genau schaut und Münzbilder kennt, ein Adler sitzt. Unschwer erkennt man hier Jupiter, den höchsten römischen Gott, der natürlich in der Lage ist, die Blitze zu schleudern. Und wenn man diesen Ring als Siegelring abdrückt, dann ist auch wieder das Blitzbündel richtig in der rechten Hand, das jetzt hier seitenverkehrt in der linken Hand ist. Und jetzt mag man sich fragen, wie kommt denn solch ein römischer Fingerring ins freie Germanien? Die ältere Forschung war hier sehr einfach, die sah meistens die Dinge als Beute ins Germanische kommen. Aber heute wissen wir, dass es hier doch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten gibt. Eine Möglichkeit ist Beute, spätestens seit den Markomannenkriegen im späten 2. Jahrhundert überfallen die germanischen Stämme immer wieder tatsächlich auf der Suche nach Beute das Römische Reich, wie uns etwa auch der große Gefäßschatz von Neupotz im Rhein zeigt. Aber die Germanen handeln auch mit Rom, das heißt, es gibt also Römer im Innersten Germaniens, die dort vor allem Waffen, aber auch Metallgefäße und Ähnliches verhandeln. Aber, und das ist auch ganz wichtig und wird häufig vergessen, Hunderttausende von Germanen befinden sich über den ganzen Zeitraum des Römischen Reiches doch immer wieder im Römischen Reich, sei es, um dort Handel zu treiben, sich auszutauschen, vor allem aber natürlich als Söldner und als Kriegsführer, ohne dass sie gegen Rom dort kämpfen, sondern sie kämpfen als Söldner in römischen Diensten. Die römischen Kaiser hatten germanische Leibwachen, aber es waren natürlich wenige. Viel häufiger waren Germanen in den Diensten Roms als Söldner, als Kämpfer auf der Seite Roms. Und hier kennen wir sehr, sehr gute Beispiele. Als das Römische Reich sich streitet, etwa im 3. Jahrhundert, gibt es in Gallien das Sonderreich des Postumus. Und dort kämpfen zahlreiche Germanen für die verschiedenen Seiten. Und wenn die dann zurückkommen, das kann nach 10, 20 oder auch 30 Jahren sein, häufig dauerte ein Militärdienst auch zumindest 20 Jahre. Wenn die also zurückkommen, dann bringen sie Souvenirs mit oder römische Gegenstände oder Dinge, die ihnen persönlich wichtig sind oder Dinge, die ihnen Status verleihen. Und hier kennen wir einen ganz ähnlichen Fingerring, allerdings mit Gold, wie er auch für Senatorenringe verwendet wird. Und dieser goldene Fingerring zeigt ebenfalls eine solche Darstellung. Und das zeigt uns, es handelt sich hier nicht um einen Einzelfall, sondern um etwas, was sicherlich sehr viel häufiger vorkommt, als wir es finden. Wir sehen, die Kontakte zu Rom sind in der damaligen Zeit vielfältig und komplex. Wir sehen aber auch, selbst das unscheinbarste Stück auf dem Acker, denn stellen Sie sich das Ganze mal mit Erde verkrustet vor, dann sehen Sie das kaum. Das kann uns doch fantastische Geschichten erzählen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass die Dinge nicht etwa einfach achtlos entwendet werden und wir nicht wissen, woher die kommen, sondern dass sie von Ehrenamtlichen, die häufig auch ehrenamtliche Sondengänger sind, eingemessen und dann pflichtgemäß im Museum abgegeben werden. Die Ehrenamtlichen arbeiten eng mit uns zusammen
und tragen so enorm zur Wissensvererweiterung bei. Ohne die ehrenamtlichen Kollegen, und es handelt sich hier um einige hundert Kollegen im ganzen Land, könnten wir dieses große, fundreiche Land in der Fläche, vor allem in den Oberflächenfunden, gar nicht abdecken. Wir sind also hier auf die Hilfe vieler, vieler Bürger angewiesen, und es handelt sich hier im edelsten und besten Sinne um bürgerschaftliches Engagement, denn die Dinge kann man, zumindest die allertollsten, im Museum wieder sehen, man kann sie dann in Sonderausstellungen sehen, oder aber die Dinge tragen dazu bei, dass wir unser Wissen zum Beispiel zur römischen Epoche so vermehren, dass sie letztlich irgendwann einmal sogar Eingang in die Schulbücher finden. Also ohne ehrenamtliches Engagement wäre die Kulturlandschaft Deutschlands sehr viel ärmer.